Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Ihr seht hier gerade nichts vor mir. Ihr wisst, Towtruck. Towtruck ist momentan das große Thema hier, im großen wahrsten Sinne des Wortes, auf meinem Bautisch. Und wie es damit heute weitergeht, das will ich euch gerne zeigen. Bislang ist der Fahrwagen in 2 Teilen entstanden und auch der Aufbau mit dem Kran ist soweit fertig. Für heute werde ich mich dann mal um die Kabine kümmern. Ich habe nach wie vor noch nicht alle Ersatzteile von meiner Bricklink-Bestellung bekommen, aber ich denke mit der Kabine, das sollte jetzt soweit funktionieren. Also würde ich sagen, gar nicht großartig lang rumgeredet, sondern legen wir los.
viele Stunden und vor allen Dingen viele Pins später. Ich glaube, ich habe hier irgendwas laut Teilliste um die 1000 Pins verbaut. Ist auch die Kabine fertig. Ich ziehe sie mal so ein Stück zu mir hier ran, dann brauche ich die Ansicht nicht wechseln. Also ihr könnt sehen, wenn ich hier meine Hände nebenlege, das ist nicht unbedingt klein. An der Kabine gibt es eine Menge Funktionen. Ich versuche das jetzt mal alles hier mit Kamerahilfe zu sehen. Man kann die Motorhaube aufklappen. Man hat dann hier auch, das ist jetzt in Kamera, ist das interessant. Man hat hier auch eine Haltefunktion, dass man die Kabine oben halten, dass man die Motorhaube dann oben halten kann. Des Weiteren lassen sich die Türen öffnen. Zu den Türen muss ich noch mal was sagen. Ich drehe das jetzt, ich nehme das mal in die Hand, dann kann ich euch das vielleicht ein bisschen besser zeigen. Wenn ich das jetzt mal drehe, ihr seht, dass es hier noch eine Funktion gibt. Sehe ich da? Ja, man sieht es, also man kann es drehen. Der ist jetzt hier falsch rum. Normalerweise greift er dann hier hinten in die Tür, so dass man auch wirklich den Türhebel bewegen muss, damit die Tür zugeht, beziehungsweise damit sie nicht wieder aufgeht. Aber das Ganze ist hier wahnsinnig leicht, seht ihr, da fällt es sofort ab. Das kann ich hier mit 1, 2 Fingern mühelos bewegen. Das lege ich jetzt mal hier hin, so dass ich hier also wirklich zum ersten Mal hergehen muss und sage, hier bräuchte man dann mal einen Tropfen Kleber, damit man das Ganze ein wenig fixieren kann, damit das mit den Türen so funktioniert, wie es angedacht ist. Werde ich nicht machen. Ich kann damit leben, wenn ich das umdrehe und die Tür einfach nur so randrücke, dann ist sie ja definitiv auch zu. So, bleib wieder stehen. Ich hebe das jetzt mal so ein bisschen an. In der Kamera ist das wahnsinnig, das ist wirklich wahnsinnig schwer zu erkennen. Das müsst ihr mir jetzt mal so glauben, weil ich sehe das hier, das ist jetzt hier mit dem Licht, täuscht das wahnsinnig. Aber das ist nicht alles ein und derselbe Rotton. Das ist natürlich schön. In dem Licht kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Das müsst ihr mir jetzt mal glauben, dass hier also wirklich Rot ist nicht gleich Rot. Das sind hier also wirklich feinste Nuancen in dem Rot drin. Hier ist dann also, denke ich mal, eine bunte Mischung aus verschiedensten Herstellern gewählt worden. Hier oben auch. Da brauche ich ja gar nicht rumschwenken. Ihr seht das komischerweise nicht. Das liegt also wirklich hier an dem Licht. Das müsst ihr mir jetzt mal glauben. Also das Rot hat verschiedenste Farbtöne. Das ist nicht alles rot. Und auch mit der Qualität der roten Steine, ich rede nur über die roten Steine, bin ich nicht ganz einverstanden. Die sind nicht 100% passgenau. Das ist also wirklich teilweise eine wahnsinnige Quälerei gewesen, diese roten Steine alle ineinander zu stecken, weil es da feinste Abweichungen gibt, die ich von den China-Steinen eigentlich auch schon gewohnt bin. Unterm Strich ist hier alles zusammengekommen, aber es war dann zum Teil wirklich eine immense Quälerei, das alles ineinander zu stecken. Da wird die Kabine noch gar nicht von hinten gezeigt, also auch hier mit den Windabweisern. Das ist soweit alles gut gemacht. Ich mache nochmal die Tür auf. Ich habe noch was vergessen euch zu zeigen. Ich muss da mal ganz zum Schluss auf solche Sachen vielleicht nochmal eingehen, weil ich komme jetzt auch hier mit meiner Hand nicht so unbedingt hin. Ich versuche das mal zu drehen. Ihr seht, dass hier unten noch ein Zylinder drin ist. Das heißt, dieser Sitz ist dann später Druckluft gefedert. Kann jetzt im Moment natürlich noch nicht funktionieren, weil es noch nicht angeschlossen ist, aber hier unten guckt er raus, da hängt er. Hier ist der Druckluftschlauch, also die Sitze sind dann wie auch bei einem richtigen LKW Druckluft gefedert. Die Kabine, das macht schon was her. Man bekommt auch dann so langsam aber sicher eine Vorstellung davon, wie groß dieser LKW werden wird. Ich habe ja bis jetzt immer nur verschiedenste Teile des Chassis gebaut. Das ließ gar nicht andeuten, dass das so gigantisch wird. Ihr wisst ja, ich habe hier immer so ein bisschen Unterstützung, also nur, dass ihr mal seht, im Verhältnis eine Minifigur zu dieser Kabine, also das ist schon wirklich immens. Da ist der Pömpelmeister mal gerade ein klein bisschen größer als ein Dachscheinwerfer. Ansonsten kann ich euch über die Kabine nichts sagen. Ich habe euch alles gezeigt. Das mit dem Rot ist ärgerlich, ist aber dann nun einmal so, dass man das in verschiedensten Farben hier hat.
es ist trotz alledem eine schöne Sache. Es hat auch wieder Spaß gemacht, das zu bauen, auch wenn man sich darüber ärgern musste, dass es teilweise wirklich wahnsinnig schwer ineinander gegangen ist, ist es doch wirklich an alles hier gedacht worden. Es gibt hier vorne den Rampenspiegel, hier ist der Winkel für den, der Spiegel für den toten Winkel berücksichtigt worden. Also es ist wirklich alles an einem LKW dran, was da dran gehört. So, ich werde mir jetzt meine nächste Bauanleitung schnappen. Ich denke mal, ich werde jetzt so ein bisschen die Verkleidung für den hinteren Fahrwagenbereich machen, da meine offene Bricklink-Bestellung immer noch nicht bei mir angekommen ist und ich mir so langsam aber sicher Sorgen mache, weil das eine recht große Bestellung ist, wann ich hier nicht mehr weiterkomme. Also ich greife hier schon immer zwischendurch in meine Restekiste, damit es hier dann flüssig weitergehen kann. Muss teilweise auch ein bisschen mit den Farben tricksen. Man sieht es bis jetzt zum Glück nicht, aber hier und da musste ich dann wirklich schon mal ein bisschen tricksen, damit es dann überhaupt weitergeht. Also so langsam aber sicher komme ich an den Punkt, wo ich da denke, jetzt könnte das Paket bald mal kommen. Da ist, klar, da ist viel großes, kleines Zeugs drin. Viel großes, kleines Zeugs, das ist auch schon. Es ist viel kleines Zeugs drin, was ich hier in meinem Fundus so langsam aber sicher nicht mehr finde. Zumindest nicht in den Farben, wie ich sie bräuchte. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt die Verkleidung von dem hinteren Fahrwagen als nächstes machen kann. Denn ich denke mal, wenn es dann darauf geht, nochmal Aufbauten zu machen, dann stoße ich hier an meine Grenzen. So, das soll es bis hierhin gewesen sein. Ich baue jetzt ein wenig weiter und dann schauen wir uns dieses Verkleidungsgedöns dann auch noch an und dann sind wir dann für heute auch wieder durch, denke ich mal.
Und wieder einmal ist eine PDF durchgearbeitet. Heute hat es hier, oder in dem Video, das ist ja nicht nur heute, das setzt sich ja immer aus mehreren Tagen hier teilweise zusammen, hat es wahnsinnig viel Kleinteile gegeben oder große Kleinteile. Ich nehme euch da mal mit. Nein, das ist das falsche Bild. So sieht das Ganze schon etwas besser aus. Also ihr seht, hier überall liegt was rum. Das finde ich persönlich ganz gut, weil so kann ich jetzt mal ein bisschen zu euch reden und kann auch gleichzeitig das Ganze hier fertig bauen, komplettieren oder wie auch immer man das sagen soll. Ich bin gespannt. Also hier ist es jetzt wirklich, man hat ja alles einzeln gebaut, hat es in die Ecke gelegt und jetzt habe ich vor mir ein Bild, da ist auf einmal alles fertig. Also das wird jetzt ein Stück weit interessant, dieses Riesenpuzzle dann auch wirklich komplett ineinander zu fügen. Dann, also das geht schon relativ gut los. Okay, das muss unbestritten das hier sein. Das habe ich damit noch nicht zu suchen. Und jetzt kommt dann erstmal so ein bisschen was hiervon. Nee, das doch, aber auf die andere Seite. Jetzt, wo ich gerade die roten Teile hier in der Hand habe, also das hat sich definitiv so fortgesetzt, dass die roten Teile irgendwie nicht so der Brüller sind. Ich habe wirklich keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt hier zusammenkommen soll. Das ist schon wieder wahnsinnig interessant. Ich sehe, was ich hier machen soll, aber ich sehe nicht, wo es hingehört. Das ist wahnsinnig interessant. So, nehme ich mir erstmal das, weil das scheint mit Sicherheit das letzte Stück davon zu sein. Da kann ich euch gleich mal hier in die Kamera reinhalten. Müsst ihr jetzt mal so, ich mache das so, hier oben wirklich schön versteckt der Hebel für die Pneumatik. Hier unten kommen die 3 Schläuche dann zusammen. Von da aus geht die ganze Luftklamotte dann später nach vorne, weil in der Kabine, da passiert ja dann das meiste, wenn es um die Druckluft geht, beziehungsweise im vorderen Fahrzeugteil, bis dann irgendwann hier hinten liegen dürfte. So, nichtsdestotrotz brauche ich jetzt mal das passende Teil für hier vorne. Da habe ich es gefunden. Das ist also definitiv das hier. So, wenn ich das jetzt so richtig sehe, ach, das kommt sogar noch hier drunter. Ja, das ist, man muss ja also wirklich umdenken. Das ist ja alles richtig groß. Also kommt das so, ohne das noch mal weiter zu verstärken, ist natürlich ein bisschen mutig. Ich denke mal, das sollte ich dann aus Eigeninteresse schon danach machen. Das ist natürlich hier das Falsche und falsch rum. So. 2 Sachen gleichzeitig gucken. War noch nie so wirklich gut. Das hier unten bleibt natürlich erstmal alles noch recht wackelig, wie alles andere bei dem Tow Truck momentan auch wirklich noch recht wackelig ist. Natürlich ist das auch so, weil so richtig stabil kann es ja auch erst werden, wenn alles zusammengefügt ist. So soll das denn wirklich so sein? Nee, das muss alles wirklich noch weiter nach vorne und somit wäre das dann genau an dieser Stelle. Also ich stelle immer wieder fest, von Set zu Set, was hier entsteht und gebaut wird, dass es hier alles zu klein ist irgendwie oder zu klein geworden ist. So, das kann man jetzt hier gar nicht erkennen. Warum soll das denn? Logisch wäre ja irgendwie so. Oder eher so. Passt weder so noch so richtig hier hin, weil es nichts gibt, was das Ganze halten würde. Wo soll denn das? Also da lässt mich die Anleitung jetzt doch so ein klein bisschen hängen, was es schwer zu deuten ist. Schwer zu erkennen, schwer zu deuten. So, die hier sind ganz eindeutig dafür und das könnten dann auch sogar diese Löcher sein. Und hier vorne sind dann die Löcher hierfür. Ja, oh, das funktioniert doch schon mal. Nee, das funktioniert nicht so wirklich. Das funktioniert nicht so wirklich. Zweifelsfrei kann ich aber sagen, dass das jetzt hier, ja genau, das müsste jetzt hier hin, aber auch hier gibt es nicht so wirklich eine Aufnahme dafür.
Was ich schon wieder sehr, sehr merkwürdig finde. Bis jetzt war das immer alles wirklich wahnsinnig gut zu erkennen, was man hier bauen soll. Und hier steht man jetzt so ein bisschen auf verlorenen Posten. Versuche ich das nochmal so. Das ist mir aber für den Geschmack, das ist sehr schwer zu erkennen. Und es gibt kein nächstes Bild, weil im nächsten Bild ist schon wieder alles vorbei. Also vergrößern wir das mal so ein bisschen und hoffen, dass hier Licht ins Dunkle kommt. So, das ist also wirklich so, wie ich es vermutet habe, aber da haut irgendetwas nicht hin. Wenn ich das jetzt so mache, dann liegt das hier alles nicht so wirklich auf. So, so und so. So soll das sein, so soll das definitiv nicht sein, im Leben nicht. Also das passt hier nicht so ganz, woran auch immer das jetzt liegt. So, jetzt kommt dann das hier dran. Hierfür gibt es dann jetzt erstmal keine Noppen. Das kommt auch nicht hier ran. Wie sieht das denn? Nee, das hängt in dem Bild auch noch alles frei. Also da bin ich jetzt wirklich etwas überrascht und verwundert, wie das Ganze hier vonstatten geht. So, und ich habe das hier definitiv. Nee, das ist definitiv nicht falsch. 1, 2, dann kommt der. Hier kommt der. So, und hier haut irgendwas nicht hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und den kann man nicht sehen. So, wenn ich den wegnehme, dann passt es auch nicht. Also hier ist das wirklich alles leider sehr schwer zu sehen. Ich denke mal, hier ist einfach nur einer dieser kleinen Fehlerchen, die ich in der Bauanleitung öfter schon mal gesehen habe, aber dann macht das hier drunter auch alles nicht so wirklich Sinn. Also es ist momentan mal gerade alles sehr fragil und sehr fragwürdig. Das muss ich mir dann auch alles in Ruhe noch mal anschauen. Also ich denke mal, wenn ich das hier drehe, das sind so die kleinen Fehlerchen. Die sind mir aber schon öfter mal in der Bauanleitung aufgefallen. Das sind wirklich nur kleine Fehler. Das hatte ich euch aber auch schon hier und da mal gesagt. Diese Anleitung lädt zum Mitdenken ein. Die ist wirklich sehr gut gemacht. Das ist überhaupt kein Kritikpunkt. Wir sind ja auch schließlich alle, so jetzt passt es, alle keine 10 Jahre mehr alt. Da kann man gerne mal mitdenken. So, und hier fehlt es jetzt einfach nur an so ein paar Pins, und wenn ich auch nichts habe in diesem Set, aber Pins, dann klatschen wir da mal schnell hier welche rein. So. So und so. Und schon ist das Ganze auch hier. So, das ist auch in der Bauanleitung noch so. Das hier hängt momentan einfach nur lose hier rum. Auch dass die Pins hier so in der Luft halten. Das ist definitiv noch so. Das wird sich dann also später ergeben. Man stülpt das dann, denke ich mal, einfach alles nur noch auf das Unterfahrwerk, auf den Unterbau, einfach nur drauf. Jetzt hier noch mal schnell gucken. So, alles so schön groß gezoomt hier. Jetzt ist das Ganze dann so und so, und jetzt müsste das, so, jetzt muss das hier drin genauso wie ich es habe. Aber hier ist definitiv nichts. Hier ist auch nichts drin.
Also hier ist es mir jetzt absolut ein Rätsel, wie das Ganze festgemacht werden soll. Das muss jetzt irgendwie so hier sitzen. Aber hier ist nichts, wo man es festmachen könnte. Hier ist nichts, wo es hält. Also lasse ich das jetzt erstmal so hier liegen. Weil der Computer kann es natürlich so malen, aber ich kann es so nicht stecken, weil hier gibt es keinerlei Möglichkeiten, das so festzumachen. Also vermute ich mal, dass das dann später dazu kommt, wenn man den Kranaufbau dann hat. So, dann stelle ich das mal weg. Das hier ist ja wirklich sehr, sehr wackelig und fragil, weil es halt einfach nur eine Hülle ist. Einmal, zweimal, ja, das wird wohl so aktuell so sein. So, mache ich mal meine Anleitung wieder weg. Da kann ich hier jetzt mal wieder mitgucken. Da komme ich jetzt mal wieder zu euch. Denn für hier soll es das, oder bis hier soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann, hier ist er, dann freue ich mich natürlich auf den Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, da gibt es auch noch einen anderen Daumen. Da schreibt mir aber doch bitte in die Kommentare, was hat euch nicht gefallen. Schreibt mir überhaupt immer gerne in die Kommentare, wie gefällt euch dieses Set? Wie gefällt euch das, was hier so langsam aber sicher entsteht? Das große Ganze, das lässt ja noch auf sich warten und da bin ich natürlich wirklich wahnsinnig gespannt. Ich denke mal im nächsten Video, es sind noch viele Teile, aber ich glaube, da mache ich dann die letzten beiden Module. Ich nenne es jetzt einfach mal Module für den Tow Truck fertig, damit wir dann in einem letzten Video das Ganze zusammenbauen können und gucken, ob das alles funktioniert. Obwohl ich habe ja schon vieles gezeigt, was funktioniert. Was ich noch sagen kann, die Ersatzteile sind alle hier. Das heißt, der Bauspaß wird jetzt auch definitiv nicht mehr gebremst, weil auch irgendwelche Teile fehlen würden. Also jetzt kann es wirklich Vollgas vorausgehen. Heute nicht mehr, aber im nächsten Video. Dass ich mich bei euch bedanke fürs Zuschauen, habe ich gesagt. Was ich vergessen habe, also wenn ihr ein Abo noch nicht habt, ich freue mich über jedes einzelne Abo. Schließt es ab, macht mich glücklich. Das wäre wirklich wahnsinnig schön. Bis zu meinem nächsten Video, da bleibt bitte alle gesund und ich hoffe, dann sehen wir uns dann auch wieder. Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes zu sagen, als dass ich euch noch einen schönen Tag wünsche.